Ruhe jetzt. Laufen wir? Wir laufen. Alles läuft. Freunde, es ist Zeit für Folge 3. I would like each and every one of you take the pledge to never see a whale or a dolphin in captivity. Would you be able to do that for me? Yes! And would you be able to do that for the orca? Der ganz, ganz kleine Teil, die mini kleine Spitze des Eisbergs, dieses 1%, das ist das Draußensein mit den Orcas. Aber die anderen 99%, die sind Öffentlichkeitsarbeit mit TV-Sendern, das Schreiben von Papern, das Analysieren von Papern, der internationale Kampf um Orcas in Gefangenschaft. These days, if I get a call about a stranded orca, I usually know who it is straight away. I've known some of these orca their whole lives. They're a bit like my family. So when I think about culture, I compare it to my studies of those wild animals. And for them, no matter where you study them around the world, they have different types of culture. And that's based on things like social structure, the type of prey that they hunt, and even the way that they catch their food. So that really is what culture is. And humans are no different. We have our culture too. Das ist keine leichte Aufgabe. Und immer wieder der Struggle nach, wie zum Teufel kriege ich Geld, dass ich das machen kann, was gemacht werden muss. All das macht Ingrid tatsächlich, und das kann ich bestätigen, 20 Stunden am Tag. Jeden Tag. 7 Tage die Woche arbeitet diese Frau. Ich habe sie auch ganz oft gefragt, sag mal, wann hattest du das letzte Mal frei? Wann hast du das letzte Mal mit einer Freundin einen Kaffee getrunken? Und dann kommen solche Antworten wie, oh, ich glaube vor 8 Jahren. Who's this? Ingrid! Hello, I hear you've got an orca that needs some help. Yes! Excellent. Well, I brought my whale rescue kit, so you guys have to get yours ready now. Okay, Alright. so... Ich habe im Prinzip nicht von Professoren oder irgendwelchen Ultra-Profis gelernt, wie man Wale rettet, sondern ich habe das tatsächlich bei Kindern gelernt. And now it needs to get poo out of the orca. You need to keep them wet and you need to give them company. Why do they need company? So they don't feel scared without their family. You got to hold that up, Harvey, because otherwise the water's not going to go down it. What are you doing there? What is it? Putting water Water for what? for the orca to drink. Seriously? Yes. Meerestiere sowie Orcas, Wale, Delfine trinken normalerweise kein Salzwasser. Die sind ja genau wie wir, Säugetiere, und wenn sie Salzwasser trinken würden, würden sie sterben, so wie wir. Das heißt, die nehmen ihre Flüssigkeit tatsächlich aus der Nahrung. Aber wenn sie irgendwo bei so einer Strandungssituation am Strand liegen und besonders dehydriert sind, ist es eben wichtig, den Orcas Süßwasser zu trinken zu geben. Great. Now we fold this one back. All right, so you're dragging the mat to the whale. Here we go. Here we go. Die lernen, wie man so einen Orca vermisst, dass man ihn die ganze Zeit feucht halten muss. Und dann lernen die auch tatsächlich mit so einer Orca-Strandungsmatte, wie man jetzt so einen Orca tatsächlich auch vom Land wegbringt. There we go. There goes Fishy onto the mat. Und Ingrid ist auch an solchen Techniken immer wieder beteiligt weltweit und hat so ein riesiges Netzwerk, wo auch ständig weiterentwickelt wird, welche Materialien man nutzen kann, um solche Tiere zu retten. Okay, so how about we move Fishy down towards the door as if that was the open ocean. You guys go that way. You guys first. There you go. Go that way. Go that way. Spin. So you can imagine, with this many people, you could move a real orca, right? Yay, we're nearly there. Go, Fishy, go! Uh-oh, my feet are going before my head. Uh-oh. Okay. Well done, guys. Yay!
es ist so schön zu sehen, wie diese Kinder das wie Schwämme aufsaugen. Und Kinder sind ja auch so. Die nehmen sich das alles an, die wissen das dann und im Notfall können die reagieren. Und da spielt es auch keine Rolle, ob das ein Orca ist oder ein Eichhörnchen oder sonst irgendein verletzter Vogel oder sowas. Die haben nämlich in Australien und Neuseeland im Unterricht ein Schulfach, das nennt sich Tierethik oder Umweltschutz. Und da beschäftigen die sich tatsächlich damit, wo kommt eine Salami her? Wie geht's Tieren im Zoo? Wie rette ich Eichhörnchen, die sich den Finger gebrochen haben? Was weiß ich? Die beschäftigen sich damit, regionaltypisch, wie rette ich Delfine? Wie rette ich Orcas? Warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, sich mit seinem Haustier zu beschäftigen oder Tieren allgemein respektvoll gegenüberzutreten? Die Kinder, die leben mit der Natur und die können dann auch ordentlich anpacken. Und das habe ich mir zum Vorbild gemacht, tatsächlich. Und nun gehe ich ja auch auf deine Schule. Orca Hotline, Ingrid speaking. Ja, den Klingelton erinnere ich noch gut, weil das ist Orca-Telefon, das ist nicht ihre Privatnummer, da ruft nicht der Freund von nebenan an, sondern das heißt, let's go, Action. Oh, hey Robert, how are you? Yeah? Es ist so, dass Ingrid nicht nur angerufen wird, wenn ein Orca in Not ist oder ein Delfin oder irgendein anderes Meerestier, sondern auch, wenn Freunde von ihr, andere Natur- und Umweltschützer oder auch Tierschützer, Hilfe benötigen. Oh, okay, you've got a giant petrel. Sure. No, look, I'd love to take it out to sea and set it free for you. Und in dem Fall wurde sie angerufen von einem alten Freund, der ein Recovery Center hat, also ein Aufpäppelzentrum für verletzte Wildtiere. Und in dem Fall handelt es sich um einen großen Sturmvogel. Yeah, that'd be great. Look, if it's okay with you, what I'll do is I'll send in some volunteers. They can pick it up from town. Then they can meet me at the boat ramp and we'll go out in the boat and drop it off. Yeah, brilliant. All right, so I'll send them in shortly. Okay, fantastic. Great, have a good day. Bye. Mittlerweile ist das einer meiner absoluten Lieblingsvögel auf der Welt. Der ist in meinen Top 5, weil groß, gefährlich, ultra aggressiv, krassester Predator, der so auf dem Meer rumfliegt, der zerpflückt alles. Heute lassen wir diesen riesen Sturmvogel frei. Ist einer der größten und schwersten flugfähigen Vögel der Welt. Da hinten kommt der Mann, der dafür verantwortlich ist, und da kommt auch schon der Riesensturmvogel. Das waren übrigens meine ersten Versuche als Moderator. Man sieht auch, ich bin ein bisschen unsicher, weil der Sturmvogel, der nimmt dir den Finger ab. Der hat so einen kräftigen Schnabel und kann so einen hohen Druck auslösen, dass er sogar Knochen von Robben einfach durchbeißt. Ich habe die dann in der Antarktis oder in Südgeorgien oder auf den Falklandinseln gefilmt. Die brechen ganze Robben auf, die kriechen mit ihren Köpfen da rein, ziehen die Därme raus, die fressen noch lebendige Tiere, wenn sie irgendwie verletzt am Strand liegen. Es sind brutale Jäger, Räuber, Aasfresser, aber sie sind auch ultra geil. Und sie sind, wenn die sich dann so streiten und andere Leute vertreiben, also Menschen und auch andere Vögel, die sind so wie Höllenbiester, voller roter, blutiger Köpfe. Aber ich finde die einfach sehr beeindruckend, aufgrund ihrer Zornighaftigkeit. Wenn das überhaupt, ist das ein Wort? Das ist gar kein Wort. Aber sie sind einfach krass. Es sind einfach, das ist die Definition eines krassen Steroidvogels. Interessant ist, ihr könnt mal auf den Schnabel achten. Die haben da so Röhren drauf, die gehören zu den Röhrennasen. Das heißt, die können auch tatsächlich Salzwasser trinken, weil sie teilweise ein halbes Jahr nur auf dem Meer rumfliegen und nach Aas suchen und nach Futter. Und dabei Salzwasser trinken müssen. Und diese Röhren sind dazu geeignet, das Salzwasser bzw. das überschüssige Salz abzuscheiden. Das heißt, manchmal machen sie so pff, und wie so eine Meeresechse auf Galapagos, und dann scheiden sie das Salz durch ihre Röhren aus. Ein ganz spezielles Organ, ganz besonderer Vogel, den ich echt in mein Herz geschlossen habe. No one else could love each other half as good as one another. No one else could love half as good as us.
Tiere kommen aus ganz unterschiedlichen Gründen in so eine Wildtierauffangstation natürlich. In dem Fall war das so, dass es einen ganz, ganz starken Sturm gab in Neuseeland. Das ist dort typischerweise so. Es ist ja eine roughe Ecke. Und auch so ein Sturmvogel, der eigentlich ja Windstärke 8, 9 und 10 und peitschende Wellen, das liebt er, wenn er die Wellen so runtergleiten kann und richtig im Sturm sich gar nicht bewegen muss, sondern einfach den Wind ausnutzt. Aber manchmal übertreiben sie es halt, werden dann an den Strand gespült so ungefähr und wenn dann Windstille herrscht, können die nicht mehr wegfliegen und hocken dann irgendwo am Strand. 90 Mile Beach has a lot of cars going up and down it, the whole coastline up there, a lot of traffic. So people go over and it's natural human instinct to go over to a bird and, "G'day, how are you?" Yeah. You know, give it something to eat. And of course they like to get the birds to flap their wings. Yeah. Well, every time they do that, if they've got bruising there, it does more harm to their wings. So we've got a policy with the Department of Conservation where any of these big birds found on the beach, get them over here as soon as possible. Okay. That way it reduces the recovery time and the quicker turnaround for birds going back out to sea. Tja, und dann landet eben so ein Sturmvogel mal bei Robert, der kümmert sich dann ein bisschen um den, peppelt den auf, checkt die Flügel, hat natürlich auch jahrelange Erfahrung und liebt diese Viecher wie seine eigene Frau. Manchmal sogar ein bisschen mehr, hat er mir verraten. Love the smell of them, huh? Okay, well, let's go, huh? Yeah. Tutukaka Coast Guard Radio, Tutukaka Coast Guard Radio. This is Zulu Mike Romeo 4506. Zulu Mike Romeo 4506. Orca Research. Orca Research, Coast Guard Radio, go ahead, over. Yes, hello Coast Guard. We'd just like to file a trip report. We're only going out for an hour or so, 3 POB. Leaving out from Tutukaka Harbour and to drop off a giant petrel for bird rescue. Over. Research, Coast Guard Radio. Great, thanks Coast Guard. We'll give you a call when we come back in. Have a nice afternoon. Ob jetzt Küstenwache und Ingrid, Bird Rescue Center, die Menschen, die Bevölkerung, die man dort trifft, die halten alle irgendwie zusammen. Und das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl, wenn es darum geht, Tiere zu retten. Da brauchst du nämlich tatsächlich jede Helferlein. Yeah, hello. Watch yourself that you don't fall. Yeah. Hi. Wow. Aren't you so beautiful? Open the box. Hoppla! Excellent. Nice one. Whoa. Hi. How you doing? That must feel nice, eh? Oh, yes. Isn't it beautiful, huh? Wow. Come on. What are you doing? Look at your colouring. You're so beautiful. Und das ist natürlich eine Gelegenheit, sowas muss man fotografieren. Sowas festzuhalten, so nah an einem Vogel zu sein und so eine Situation mitzuerleben, das musst du dokumentieren, fotografisch festhalten, das ist einmalig. So eine Chance kriege ich in meinem Leben garantiert nicht nochmal. Hi. Heute gehen wir tauchen mit einem Giant Petrel, einem der größten Sturmvögel der Welt. Das wird ganz bestimmt interessant. Schöne Moderationsversuche von mir, ey. Lächerlich. What a little sweetie. Just go nice and slow with him so he doesn't get a fright. Just hold still, don't move, don't move. He won't hurt you, just stay there. He won't hurt. Und man sieht jetzt sehr schön, ich bin natürlich in Camouflage und im Neoprenanzug, kann mir nicht viel passieren, aber die Hände, ja, die sind frei. He won't hurt, but he might attack. Und der beißt. Und nochmal, der nimmt dir den Finger weg. Hey, look, there he is. Go get him. Here he comes. Thank you. You just threw that on my camera. Can you hold the whole camera housing up so we can see what it is you've got? Und was hier vielleicht ein bisschen lustig aussieht, ja, Freunde, also zu dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich ein neues Gehäuse, neue Kabel, neue Kamera aus Deutschland besorgt, was wirklich nochmal extra
den Rest meines Kontos aufgesaugt hat. Ich musste meine Eltern dann auch schon anpumpen. Und dann hast du die Kamera da und dann kommt so ein Vogel und zippelt am Kabel rum. Und du weißt, knipst er das jetzt durch, war es das schon wieder. Heute habe ich natürlich Backup, das ist klar. Zum damaligen Zeitpunkt war das finanziell noch nicht drin. Und es sieht lustig aus. Ich hatte aber die ganze Zeit Panik um mein Equipment, aber am meisten Panik um tatsächlich meine Finger. Und wenn du diese Vögel einmal beobachtest, wie die Knochen durchtrennen, ja, also dann hat man durchaus Respekt vor denen. So. Wow, that looks cool. Nice one. Diese Schüsse sind mit viel Angst verbunden, ich sag euch. Nach oben, man wird der Finger abgetrennt und nach unten, weil man vom weißen Hai gefressen wird. Im Hintergrund seht ihr schön die Insel Poor Knight Islands. Da ist normalerweise richtig raue See und an dem Tag Ententeich. Und was man auch noch nicht sieht, was man nur fühlt, wenn man im Wasser ist, und ich war der Einzige im Wasser, ist, das ganze Wasser ist voller Salpen, Feuersalpen, Quallen und so weiter und alles sticht dich. Okay, so while Robert's in the water with the giant petrel, I wanted to show you something in his dive bag. Have a look at this. Come here, look at this. Here we go. This is Robert's underwear. I might note here that this is pink underwear. Hey, Mann, als Student und so, dann hast du ja, oder nach dem Studium, hast du auch nicht viel Kohle und dann lebst du mit den Unterhosen, die du von deiner Ex-Freundin geschenkt kriegst. Und This is pink underwear. What is he thinking? Did his mother buy these for him? Seriously? wenn die pink ist, dann ist die halt pink. So. Das Problem an der Geschichte ist, ab diesem Zeitpunkt, wo Ingrid meine Unterhose fand, hieß ich für Monate und auch heute noch Pinky. Some boxer shorts. Oh yes, look at that. I would like those. Yeah. 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 Those would be Robert's boxer shorts, wouldn't they? Yes. See, I'm telling you, this bird likes pink too. You make a perfect pair. Was sogar dazu führte, dass ich nur mal eine Stunde woanders war, keine Ahnung, den Jeep getankt oder whatever, das Boot repariert, was weiß ich, zurückkam und das Baustellenzimmer, in dem ich leben musste, ja, zwischen Staub und Zementsäcken, komplett auf pink dekoriert war, mit einem pinken Cowboy-Hut, pinken hier so Federboas, pinke Bettwäsche, eine pinke Barbie. Es gibt auch irgendwo ein Bild. Pete, ich muss dir das noch schicken. Da hat die sich wirklich die Mühe gemacht, mich extra wegzuschicken und alles auf pink einzurichten. Wow, das war gar nicht mal so ungefährlich. Der große Sturmvogel ist ein wenig ungehalten, sag ich mal. Ich tauche jetzt erstmal wieder ab und nächste Woche wieder auf. Da seht ihr die Salben auch mal alle, die mich verbrannt haben. Und wisst ihr, von wem ich diesen Spruch geklaut habe? Und da sieht man, an wen ich mich allen orientiert habe. Der Spruch ist von Uli Baron, Grüße gehen raus, Unterwasserkameramann vom NDR Tauchteam, mit dem habe ich ganz viele Sachen zusammen gemacht. Und der hat nach jeder Moderation, am Ende jeder Sendung, hat er immer gesagt, und ich tauche jetzt erstmal wieder ab und nächste Woche wieder auf. So, Uli, Grüße gehen raus. Later. Orca Hotline, Ingrid speaking. Und irgendwann kommt natürlich der Moment, weswegen ich da hingegangen bin. Die Arbeit mit den Orcas. Nicht gestrandete Orcas. Orcas im Meer.
dann darf ich da als erster Unterwasserfotograf ever in neuseeländischen Gewässern mit diesen Orcas arbeiten. Ich tauche apnoe ab, positioniere mich auf 8 Meter Tiefe und lasse die Orca-Familie auf mich zuschwimmen und drücke aufs Knöpfchen. Das erste richtige Unterwasserfoto der neuseeländischen Orcas. Das war ein ganz besonderer Moment für mich. Und es sind halt auch nicht nur so Orcas, die nur so an einem vorbeizischen, wie diese ganzen Experiences in Norwegen. Es sind Orcas, die einen angucken, die mit einem interagieren, die Ingrid kennen, die das Boot seit 25 Jahren kennen und extra dahin kommen, die ihre Jungtiere zum Boot hinbringen, die gucken, die reinschauen. Jede Orca-Population auf der Welt ist auch total anders. Die neuseeländischen Orcas lieben das küstennahe. Deswegen gibt es da auch die meisten Strandungsereignisse. Natürlich gibt es auch Orcas, die offshore leben. Auch das ist möglich. Aber man muss eben verstehen, es gibt nicht diese eine Art Orca, sondern es gibt ganz verschiedene Orca-Arten. Neuseeländische Orcas, australische Orcas, norwegische, kanadische, antarktische, arktische. Es gibt ganz, ganz verschiedene Populationen von Orcas, insgesamt etwa 50.000 auf der ganzen Welt, alle Orcas zusammengenommen, aber eben nur 184 sehr spezielle neuseeländische Orcas. Das ist eine ganz spezielle Orca-Familie, da war sogar ein kleines Baby dabei. Alex, stop photographing. Orcas sind natürlich auch unfassbar intelligent. Sie haben das zweitgrößte Gehirn im Tierreich nach dem Pottwal. Sie haben viel, viel mehr Gehirnwindung und Areale, als wir das haben. Sie haben Spindelzellen, die dafür verantwortlich sind, Emotionen zu empfinden. Und zwar 4-mal so viel im Vergleich zum Körpergewicht wie wir. Wir sehen hier sehr, sehr schön, wie Orcas jagen, nämlich immer zusammen in der Gruppe. Sie scheuchen meistens irgendwie Rochen oder Haie auf. Dann werden die auf den Rücken gedreht, das nennt man tonische Immobilität. Das heißt, also alle Rochen und Haie fallen dann in so eine Art Schockstarre. Man sieht auch, wie diese Orcas sich verhalten, untereinander in der Gruppe, kuscheln, ständiger Kontakt. Sie teilen das Futter miteinander. Also ein Orca jagt niemals etwas und frisst es einfach. Es wird immer mit der Familie geteilt und die Schwächsten fressen als erstes. Das ist nicht wie bei Löwen, wo der Stärkste nimmt sich alles, sondern hier bei den Orcas spielen die Schwächsten die größte Rolle. Man sieht sehr schön, dass die Orcas sich wirklich in Neuseeland
auf Rochen und Haie spezialisiert haben. Und dadurch, dass sie intelligent sind, spielen sie auch mit ihrem Essen, aber sie trainieren im Prinzip auch wie eine Katze. Und manchmal beißen sie so einen Rochen auch einfach so an, lassen ihn so halb lebend noch liegen und dann schicken sie wirklich die Jungtiere vor und drängen die richtig hin. So, du lernst jetzt, wie du so einen gefährlichen Stachelrochen tatsächlich vernünftig umbringst, weil dann zerreißen sie die meistens in der Mitte, reißen die auseinander und fressen nur die Leber. Orcas sind echte Gourmets. Die neuseeländischen Orcas haben auch ganz abgeraspelte Zähne, weil die natürlich ständig Rochen und Haie fressen, die so eine sehr raue Haut haben. Es ist also wie, als ob ihr eure Zähne immer mit Schleifpapier behandeln würdet. Manchmal liegen die Zahnhälse auch offen, nicht immer, aber... Und dann beißt ihr in so einen Torpedorochen, der euch noch einen Elektroschock gibt. Ey, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber zu sehen, wie so 5, 6, 7 Orcas an so einem Torpedorochen rumfummeln, den irgendwann schnappen, zack, zerreißen und teilen. Und da war ich übrigens der allererste, der unter Wasser, allerdings nur mit einer GoPro am Stäbchen, weil das eine zu krasse Situation war, 10 Orcas gefilmt hat, wie sie einen Torpedorochen fressen. Woraus Ingrid dann hinterher sagen konnte in einem wissenschaftlichen Paper, wir können die Futterquellen für Orcas um eine weitere erweitern. So, und dann nah dabei zu sein, wie so ein großes Raubtier diesen Rochen jagt und du siehst diesen Rochen so bibbern in so einer Felsspalte, aber der weiß natürlich, dass der Orca da nicht reinkommt. Herrlich. Dass die einen auch so gewähren lassen. Man ist ja direkt dran, man ist Teil dieser Gruppe. Das geht eben auch nur, weil Ingrid mittlerweile jetzt seit 30 Jahren mit diesen Tieren arbeitet. Die kennen das Boot, deswegen will Ingrid zum Beispiel ihr Boot nicht wechseln, die Schraube nicht austauschen, den Motor nicht austauschen, weil diese Orcas dieses spezielle Boot eben kennen. Die haben einfach so eine ganz besondere Beziehung miteinander, wie ich das niemals auf der ganzen Welt ever wieder erlebt habe, wie ein Mensch mit Tieren connected sein kann. Besonders mit solchen Tieren, die in einem völlig anderen Lebensraum leben, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Da wird mir immer ganz schlecht und da wäre ich sehr traurig ums Herz, wenn ich daran denke, dass sie da einen rausreißen, wegnehmen und einsperren und dann auch mit einem russischen Orca zusammensetzen oder mit einem japanischen, die nicht miteinander kommunizieren können. Diese neuseeländischen Orcas sprechen eine andere Sprache als die Orcas in der Antarktis, als die in Australien. Die können sich miteinander gar nicht verständigen. Die verpaaren sich untereinander auch nicht. Es sind völlig getrennte Populationen. In so einer Situation, wenn Raubtiere andere Tiere fressen, geht es natürlich in erster Linie für so einen Film auch mal darum, das zu dokumentieren, daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Aber wenn man dann die Chance hat, so wie Unterwasserkameramann Steve und ich, dann noch die Überbleibsel mit nach oben zu bringen, um noch mehr Erkenntnisse für Ingrid zu gewinnen, dann heißt es nochmal abtauchen entgegen jeglicher Tauchregeln und den Rochen oder die Überreste zumindest auch noch nach oben bringen, damit wir die analysieren können. Running. Okay. So yesterday the orca caught a couple of rays and we managed to get the remains. So what I have here is an eagle ray and you can actually see this is the mouth and here are the puncture marks from where the orca teeth grabbed it. You can actually see they go right inside. If I flip it over you can see teeth marks on the head as well, just up here. So it grabbed it on both sides and killed it. So you can see the spacing on the teeth, which is indicative of orca. The animal's right, so go right wing 50 centimetres.
Then maximum length, holy guacamole, 88. Now could I get a knife please? Now I'm going to take some samples. So for instance, here's the heart. Ooh, lots of blood coming out of there. I want to see what's inside the stomach here. There's lots and lots of bits and pieces that I can feel. I can see them even moving around in there. Wovon ernährt sich der Rochen, der ja vom Orca gefressen wird? Das heißt, wenn der Rochen irgendeine schädliche Substanz zum Beispiel aufnimmt oder an irgendetwas leidet, überträgt sich das auf den Orca. Und der Orca leidet eh schon an allen möglichen Krankheiten und hat ein geschwächtes Immunsystem durch die ganzen Umweltgifte, die Menschen ins Meer pumpen, durch tatsächlich verseuchtes Fischfleisch von Haien, von Rochen, durch Schwermetalle und ähnliches. Also diese ganze Kausalkette, was man daraus gewinnen kann, das ist echt enorm spannend. So far, no shells themselves, just the feet. It's pretty obvious that without all the shells in here, that this eagle ray has been crushing the shells and then spitting them out before it's digested these. Although half of it's missing, I still want to know how much this animal weighs. You can see it's actually quite easy to cut through these because they don't have true bones like we do. They've just got cartilage, kind of like what we have in our nose and ears. And what I find really interesting is that the orca are leaving all this good tasty meat behind and they're only taking the livers. Even lions, when they capture something like a wildebeest or a zebra, they don't eat the whole thing either. So I guess it makes a lot of sense when you think about it in that context. But it's still interesting. So ein Orca, der nimmt sich zwar die Leber raus und das ist aus unserer Sicht jetzt irgendwie verschwenderisch, aber dadurch, dass die Rochenüberreste auf den Boden sinken, haben dann dort wieder alle möglichen Krustentiere und Seeigel und so weiter was davon. Das heißt, so ein Orca versorgt auch ein Ökosystem, falls man sich mal fragt, welche Rolle spielt dieses Tier im Meer überhaupt. Jedes einzelne Tier im Meer hat einen Sinn. Und wenn die weg wären, weil sie gefangen würden für Delfinarien oder weil sie durch eine Ölkatastrophe eine komplette Population in Neuseeland ja easy ausgelöscht werden könnte mit nur 184 Tieren, würde das Ganze im Ökosystem fehlen und tatsächlich auch dafür sorgen, dass so ein Ökosystem auch ganz schnell kollabiert. Das heißt, gerade die großen Raubtiere wie Orcas, Wölfe, Löwen und so weiter, die spielen eine absolute Schlüsselrolle in ihrem Ökosystem und sind besonders wichtig. Oh, it's a heavy wee beast. What a mess. Right. Stay there, big guy. You're going to stay in the bucket. Ooh. It's actually a big girl, really, isn't it? Okay, now we'll put this other piece in there. And that. All right, so now. 11.80 kilos. Not bad considering part of it's missing, including the wing and the liver. Man muss sehen, dass so ein Orca auch 2 bis 3% seines Körpergewichts am Tag fressen muss. Wiegt so ein Orca 1000 Kilo, muss er 20 bis 30 Kilo Fleisch am Tag fressen. Jeden Tag. Wiegt der Orca wie so ein großes, ausgewachsenes Männchen auch mal 5 Tonnen, dann reden wir schon über 100 Kilo Fleisch. Und das musste in Rochenleber erstmal erbeuten. Und das über so eine ganze Familie. Das heißt, ein Großteil des Tages besteht tatsächlich darin, Nahrung zu suchen und Nahrung zu finden und zu fangen. Und der Orca ist das erfolgreichste Raubtier der Erde, denn nahezu jeder einzelne Angriff auf ein Beutetier ist erfolgreich. Diese Tiere, dadurch, dass sie im Rudel jagen, sich absprechen können, antizipieren, wie ist das Verhalten des Tieres, was wird das Tier tun. Das heißt, wenn ich hier scheuche, muss ich nur einen Orca hier positionieren und ihm das ins Maul scheuchen. Sowas können die alles und dadurch sind die extrem erfolgreich. Give me a sound check, please. Say something. Yeah, this is going to be torturous because my knees are killing me already. All right. Say something more. Why? What do you want me to say? How about I'm hungry and I'm tired? That's all right. Thank you.
Das war's. Wie finden wir das Ende? Noch ein paar schöne Bilder? So Leute, und damit Ingrid genau diese Forschung weiterführen kann und immer neue Erkenntnisse über Orcas und auch ihre Beutetiere gewinnen kann, zack, unten Spendenlink ab zu Orca Research, haut ein bisschen Liebe rein für Ingrid und das Ökosystem mehr.